Hallo an alle Lego-Freunde, hier ist der Carsten und ich begrüße euch heute aus der Lego-Stadt, genauer gesagt aus der Lego-Stadt im Jahr 1984. Ich habe euch dieses kleine Set hier mitgebracht. Das nennt sich im Original Police Patrol Squad, ist die Nummer 6684 und hat 81 Teile. Wenn man die beiden Minifiguren absieht, dann sind es noch 73 Teile. Und das ist in der Tat mein allererstes Lego-Set, was ich jemals bekommen habe. Von daher habe ich da natürlich eine ganz besondere Beziehung zu. Und was ich auch total stark finde, sind die 4 B-Modelle, die auf der Verpackung abgebildet sind. Und ich würde sagen, das Set und die B-Modelle, die gucken wir uns jetzt mal wieder ein bisschen genauer an. Aber ich würde sagen, wir werfen zunächst mal ein bisschen genaueren Blick auf das Originalset. Da haben wir hier zum einen das Motorrad. Das hat 3 bedruckte Teile. Hier diese Kachel, einmal links, einmal rechts am Motorrad und vorne den Windabweiser. Das finde ich für 1984 schon ziemlich stark. Ja, dann setzen wir den Kollegen hier rauf, Hände an den Lenker und dann kann er losdüsen und auf Verbrecherjagd gehen. Also das finde ich schon mal stark. Dann haben wir seinen Kollegen hier, der hat ein bisschen anderes Oberteil. Aber was sie beide nicht haben, sind bedruckte Beine. Aber ich denke mal, das ist okay. So, dann haben wir hier den Polizeibully. Das ist eine relativ simple Konstruktion, aber halt ziemlich cool. Türen zum Öffnen, zum Schließen. Oben kann man den Deckel hochklappen, um ihn hier reinzusetzen. Das funktioniert ganz wunderbar. Zack, ist er drin, Deckel wieder zu. Und dann kann auch der auf Verbrecherjagd gehen. Kleines Feature noch. Hier kann man den Innenraum aufklappen. Und auch die hintere Tür kann man öffnen. Tja, und wenn die beiden den Verbrecher gefangen haben, dann können sie ihn halt einladen. Klappe zu. Und dann geht's ab in den Knast. So, das ist das Set. Wie gesagt, ich finde es stark. Ja, und da bin ich auch direkt schon beim ersten B-Modell. Das ist dieser kleine Strandbuggy hier. Der ist ja nur an Einfachheit nicht zu überbieten. Verwendet natürlich auch bloß eine Handvoll Steine von dem originalen Set. Ich finde ihn trotzdem irgendwie schön. Ich würde der Vollständigkeit halber einfach das Motorrad noch mit dazu stellen. Ja, und dann können die beiden auch loslegen und am Strand auf Streifenfahrt gehen. Ja, und da bin ich auch schon direkt beim zweiten B-Modell. Dabei handelt es sich hier um diesen Transporter für das Motorrad, was man hier hinten aufladen kann. Über diese Hingeplate kann man das Motorrad rauf oder runter fahren und dann halt dementsprechend verladen. Was hier natürlich auch funktioniert ist, dass man das Führerhaus aufklappt, dann den Polizisten reinsetzt und dann kann man es wieder zuklappen, Motorrad hinten drauf, so. Und dann kann er halt losfahren. Wunderbar. Was mir aufgefallen ist, ich sage mal vorneweg, es sind alles originale Teile. Die sind alle 41 Jahre alt, ich habe keinen Teil ausgetauscht. Aber wie gesagt, mir ist aufgefallen, dass die schwarzen Teile deutlich besser erhalten sind als die weißen. Man sieht hier bei den weißen doch deutliche Verfärbung und auch Kratzer. Bei den schwarzen ist nicht ein Kratzer dran. Also irgendwie scheint es damals in den 80er Jahren auch schon so ein bisschen Qualitätsprobleme gegeben zu haben. Aber das nur am Rande. Wie gesagt, das ist das zweite B-Modell. Das ist jetzt das dritte der B-Modelle. Ein Transporter mit einem offenen Führerhaus und einer offenen Ladefläche, wo halt ein Polizist drin sitzt und schon mal losfährt und der andere schafft es gerade noch, hinten drauf zu springen mit den Einsatzbefehlen in der Hand. Anders kann ich das Ganze jetzt vom Bild her nicht interpretieren. Wirkt für mich irgendwie unfertig, das Modell, muss ich ganz ehrlich sagen. Und von daher ist es, ich nehme es mal vorweg, für mich auch das schwächste aller B-Modelle hier an der Stelle. Ja, und deswegen kommen wir auch ganz schnell zum vierten und leider schon letzten der offiziellen B-Modelle. Das ist wieder ein Transporter, Motorrad diesmal hinten quer drauf. Hier ist wieder eine Funktion erkennbar, also das Ding macht schon wieder Sinn. Ich finde es auch ganz putzig. Motorrad ist bei, eine der Minifiguren ist bei, relativ viele Teile sind bei. Also das kann man wieder so gelten lassen. Das Ding ist wirklich ansprechend, muss ich sagen. Das gefällt mir. So, das war's von den B-Modellen von dem Set. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like und abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr die nächsten Videos nicht. Mir bleibt nur noch übrig, euch viel Spaß bei euren Projekten zu wünschen. Macht's gut und bis zum nächsten Video.